Im heutigen Video geht es um die Verben in der deutschen Grammatik. Ich erkläre dir, was ein Verb eigentlich ist, welche unterschiedlichen Arten es gibt und ich zeige dir etwas, was du in der deutschen Grammatik mit den deutschen Verben, mit allen Verben machen musst, was du auf Englisch nur mit einem einzigen Verb machen musst. Hallo, mein Name ist Jan und ich bin dein Lehrer hier auf Easy Deutsch. Im heutigen Video aus der Videoreihe zu den Wortarten geht es um die Verben. Verben sind wahrscheinlich einer, wenn nicht der wichtigste Bestandteil eines Satzes, denn sie sagen dir, was passiert hier. Deswegen ist es sehr wichtig, dass du dich gut mit den Verben auskennst. Deswegen fangen wir als erstes an mit dem Punkt, was ist eigentlich ein Verb? So, zur Definition von Verben. Verben sind Wörter, die eine Tätigkeit oder einen Prozess oder einen Zustand beschreiben. Am besten zeige ich euch das hier an ein paar Beispielen. Eine Handlung oder ein Prozess sind zum Beispiel laufen, fahren, kaufen oder wachsen. Hier passiert etwas, jemand tut etwas. Laufen, fahren, kaufen, das tut jemand. Und auch bei wachsen, da passiert etwas. Und bei einem Zustand sein, haben, stehen, sitzen. Du kannst oder etwas ist in einem bestimmten Zustand, zum Beispiel ich bin Lehrer, das ist ein Zustand. Ich habe ein Auto, auch das ist ein Zustand. Hier passiert nichts, sondern ich beschreibe eine Situation, einen Zustand, in dem sich nichts verändert gerade. Oder ich stehe, ich sitze. Du stehst vielleicht gerade mit deinem Handy und schaust das Video an, irgendwo wartest du auf den Bus vielleicht, aber ich sitze hier vor dem Computer und nehme das Video für dich auf. Das ist ein Zustand, ich sitze. Da verändert sich nichts, da passiert auch gerade keine Handlung, sondern ich sitze hier. Und das Verb gibt dir zusätzlich noch die Information, ob eine Handlung in der Gegenwart, der Vergangenheit oder in der Zukunft stattfindet. Zum Beispiel ich komme, das ist jetzt in der Gegenwart, ich kam, das war zum Beispiel gestern, ich werde kommen, das ist in der Zukunft. Das ist ein Unterschied, ob ich komme, kam oder kommen werde. Das sagt hier das Verb. Mehr zu den unterschiedlichen Zeitformen, dazu gibt es auch die einzelnen Videos, die ich dir unter dem Video hier verlinken werde, sobald ich sie veröffentlicht habe. Arten von Verben. Es gibt unterschiedliche Arten. Grammatikalisch unterscheiden wir zwischen den Vollverben, Hauptverben. Das sind zum Beispiel diese hier, also immer die Verben, die die Handlung, den Zustand selbst beschreiben. Hilfsverben, das sind die Verben, die wir zum Beispiel dann benutzen, wenn wir eine bestimmte Zeitform benutzen, wie hier zum Beispiel das werden, hat selbst keine Bedeutung hier, sondern kommen ist die Handlung, aber mit Hilfe von Verben, werden, ist es klar, dass wir hier die Zukunft bilden und das ist das Hilfsverb. Modalverben sind zum Beispiel müssen, können und so weiter, die die Situation leicht verändern, aber nicht die Handlung selbst. Reflexive Verben sind alle die immer noch das Reflexivpronomen davor brauchen, wie zum Beispiel sich konzentrieren. Zusammengesetzte Verben sind Verben mit einem Präfix, also wie zum Beispiel ankommen. Da haben wir das Hauptverb kommen und dann haben wir noch den Präfix an davor. Ankommen ist ein zusammengesetztes Verb. Auch dazu wird es einzelne Videos geben. Und wir haben noch Partizipien. Das sind Spezialformen der Verben, die hauptsächlich auch zur Bildung von Zeitformen benutzt werden, aber auch noch ein paar andere Funktionen haben, die ich dir auch in den entsprechenden Videos einzeln erklären werde. Verben können im Deutschen 3 sogenannte Modi haben. Das ist der Indikativ, das ist die ganz normale Variante, wie zum Beispiel ich komme. Dann der Imperativ, also wenn du einen Befehl gibst,
kommen und den Konjunktiv. Das ist die Variante mit würden. Ich würde gern kommen. Und zu diesen gibt es natürlich auch einzelne Videos, die ich dir hier verlinken werde. Zusätzlich zu den 3 Modis gibt es auch noch aktiv und passiv. So, jetzt solltest du wissen, was ein deutsches Verb ist. Wie die Konjugation genau funktioniert, das erkläre ich dir in einem anderen Video, das ich dir hier verlinke. Dort erkläre ich dir auch, was starke Verben sind und unregelmäßige, und ich erkläre dir ganz genau, wie diese funktionieren. Falls du allgemein noch Fragen zu den Verben hast, dann schreib hier einfach einen Kommentar unter dieses Video und ich beantworte da alle deine Fragen. Ansonsten wünsche ich dir natürlich wie immer viel Erfolg beim Deutschlernen und bis zum nächsten Video.